Dieser Brand war ein absoluter Glücksfall für uns. Und die doppelte Versicherung, die beste Idee, die ich je hatte. Das darf doch nicht wahr sein. Der Brandstifter muss meine Stiefel getragen haben. Du rätst mir doch nicht im Ernst, Beweise zu unterschlagen. Ich rate dir dazu, die Firma zu retten. Graf Lahnstein, ich muss Sie bitten, mit uns zu kommen. Vielleicht sollte ich doch lieber Christian fragen, ob er was mit mir trinken will. Raus hier. Bleib mal noch. Raus! Angeblich entscheidet die Wahl der Waffe über Sieg oder Niederlage. Und es gibt Menschen, die glauben das wirklich. Das Schwert. Gift, Feuer, Wasser. Man sollte nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Die Wahl der richtigen Waffe ist nicht mehr und nicht weniger als eine Frage des Stils. Graf Lahnstein, ich muss Sie bitten, mir aufs Revier zu folgen. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Macht euch keine Sorgen. Ich bin bald wieder zurück. Warum hat er denn nicht gehört? Nein, er muss sich natürlich unbedingt der Polizei stellen. Und warum wegen ein paar blöder Gummistiefel? Das ist doch Wahnsinn! Christian, nicht so laut, das könnte dich jemand hören. Die hätten niemals was rausgefunden und er war es im Leben nicht. Bist du sicher? Tanja, ich kenne meinen Vater. Es ist doch gerade seine Ehrlichkeit, die uns irgendwann alle in den Ruin treibt. Jetzt werden die Ermittlungen Monate dauern. Weißt du, was das heißt? Ja, vor allem, dass die Versicherung nicht bezahlt. Wegen Brandstiftung. Und wir dürfen die Strafe an Yakamoto aus der eigenen Tasche zahlen. Der kluge Angreifer unterwirft seinen Gegner ohne Kampf. Er lässt das Schwert in der Scheide und wartet darauf, dass sich seine Gegner selbst zugrunde richten. Dann wird sein Triumph vollkommen sein. Es tut mir echt leid, ich wollte dich nicht schubsen. Ja, das sagst du jetzt. Das war volle Absicht. Lass mal sehen. Oh. So schlimm? Quatsch, ich hol dir das Kühlpack und dann legst du dich zu Hause hin. Ich habe kein Zuhause. Wie? Meine WG hat mich doch rausgeschmissen. Wahrscheinlich, weil du immer mit den Kerlen deiner Mitbewohnerin gevögelt hast. Jedenfalls hat mich da niemand tätlich angegriffen. Olli, kann ich nicht hier bleiben? Du willst bei mir pennen? Ich weiß wirklich nicht, wo ich sonst hin soll. Du hast mit meinem Mann gevögelt, schon vergessen? Es tut mir leid, wir waren wirklich total... Vergiss es einfach, ja? Ich hol jetzt das Kühlpack und dann verschwindest du, klar? Klar. Warte, ich hol es. Oh, mir ist total schwindelig. Ach, bitte. Doch, wirklich. Vielleicht habe ich eine Hirnblutung oder sowas. Du hast keine Hirnblutung. Woher willst du das wissen? Ich bin schon ganz schön dagegen geknallt. Eigentlich war das ja Körperverletzung. Was wären jetzt, wenn ich doch noch draußen zusammenbreche? Ganz allein. Im Dunkeln. Komm schon. Wenn es mir morgen wieder gut geht, bin ich auch weg, versprochen. Also gut, du kannst das Sofa haben. Für eine Nacht.
Da kommt er her. Greif hin, hier. Hier. Ja. Foto, komm her. Was wissen Sie über die Brandstiftung Ihres Vaters? Kein Kommentar. Ein Foto nur. Geht es um die Versicherung? Mein Vater ist unschuldig und er wird das alles aufklären. Jetzt lauern die uns schon vor der Haustür auf. Der Sicherheitsdienst hat alle Hände voll zu tun. Ist ja auch eine große Geschichte. Wann verbrennt ein Graf schon mal den eigenen Wald? Ludwig hat den Brand nicht gelegt. Habt ihr heute schon Zeitung gelesen? Bitte, ich will gar nicht wissen, was die für Lügen verbreiten. War nicht anders zu erwarten. Hätte auf Sebastian gehört, wäre es nicht passiert. Vater weiß genau, was er tut. Ich will anschreiben. Einen Satz nur, bitte. Bitte, einen Satz nur. Lass mich in Ruhe. Ich sag schon, einen Satz nur, bitte. Lass mich in Ruhe. Gehen Sie bitte an die Seite. Ich weiß, das will ja niemand hören. Aber was ist, wenn er es tatsächlich getan hat? Warum hätte er das tun sollen, ne? Erst fällt er die Lahnsteineiche, dann verbrennt er den Rest. Vielleicht wusste er einfach nicht mehr weiter. Ja, und deshalb lässt er den Kanister im Wald liegen und übergibt die Schuhe der Polizei. Für wie blöd hältst du ihn eigentlich? Kommt schon. Wir wissen alle, wer es getan hat. Wir müssen warten, bis Arzt keinen Fehler macht. Wir brauchen vor allem Geld. Wir liefern Yakamoto kein Holz, also zahlen wir die Konventionalstrafe. Ach, und woher nehmen wir die Reserven? Wir werden ja versichert. Aber nicht gegen Brandstiftung durch den Versicherungsnehmer. Wenn wir jetzt nicht ganz schnell Kapital auftreiben, ist Lahnstein Enterprises am Ende. Und, sie waren raus? Nee, sieht toll aus, danke. Dana und Andi waren schon weg. Ich glaube, die haben mich gar nicht bemerkt. Was? Wo ist der Fall? Echt nette WG habt ihr hier. Bedien dich ruhig. War der von dir? Tut mir leid. Du, aber ich wollte eh gleich einkaufen gehen, dann bring ich dir einen neuen mit. Nein, warum willst du einkaufen gehen? Du wohnst hier nicht. Genau darüber wollte ich eigentlich nur mit dir sprechen. Also, ich suche ja ein WG-Zimmer und eure Wohnung ist echt total schön und super gelegen. Und ehrlich gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen. Danke, ich nicht, egal was jetzt kommt. Ich habe gesagt, eine Nacht und das war eigentlich schon zu viel. Aber Christians Zimmer steht doch leer und das wäre doch total blöd, wenn ich da nicht einziehen würde. Pass mal auf. Ich gehe jetzt arbeiten und wenn ich wiederkomme, dann bist du verschwunden. Klar? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Aber Nein! Sitzt er wirklich im Gefängnis? Morgen, Kim. Ja, Untersuchungshaft. Die Polizei hat ihn gestern Abend abgeholt. Aber Sie waren sich doch so sicher, dass er da nicht... Ehrlich gesagt, ich kann mir das auch schwer erklären. Ich meine, immerhin ist er mein Onkel. Und was bedeutet das für die Firma? Für die Firma ist das ein ziemlich schwerer Schlag. Aber die Firma muss ohnehin jetzt erstmal jede Menge Geld auftreiben, sonst ist sie bankrott. Lahnstein Enterprises arbeitet schon seit Jahren mit ihrer Bank zusammen. Wir haben unsere Verbindlichkeiten doch immer erfüllt. Bitte? Entschuldigung, es interessiert mich doch auch nicht, was Ihr Vater macht, wenn es dunkel wird. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Mein Vater ist unschuldig. Ja, ich weiß, die Ermittlungen laufen noch, aber diese Konventionalstrafe, die ist leider jetzt fällig. Aber genau deswegen wende ich mich doch an Ihre Bank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und? Was machen wir jetzt? Ludwig. Tut mir leid. Wie kommst du denn hier rein? Man hat eine Ausnahme gemacht. Wie geht es dir? Naja, ich habe 15 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. Fühle mich hier fast wie zu Hause. Und vielleicht ist es ganz gut, dass ich aus dem Verkehr gezogen bin. Wieso, wie meinst du das? Wer auch immer den Wald angezündet hat, fühlt sich jetzt sicher und macht vielleicht einen Fehler.
So kenne ich dich. Vertrau mir. Am Ende kommt die Wahrheit ans Licht. Oh, super. Die machen uns platt. Eine Chance haben wir noch. Wir müssen Yakamoto überzeugen, uns noch einen Zahlungsausschub zu gewähren. Wenn das wirklich war, dann muss er doch auch seine Strafe absitzen, oder? Selbstverständlich. Mach dir da mal keine Sorgen. Hör zu, Kim. Ich bin mir sicher, wer auch immer dieses Feuer gelegt hat. Er oder sie wusste nicht, dass du da oben in dieser Waldhütte bist. Der wollte garantiert nicht, dass dir was passiert. Ja, glaube ich auch. Ich weiß es. Hallo, Christian. Jessica. Was machst du denn hier? Ist Olli auch da? Nee, der ist schon unten bei der Arbeit. Und was machst du in deiner Wohnung? Du hast hier nichts zu suchen. Das hast du ja wohl nicht zu bestimmen, oder wohnst du hier? Du aber auch nicht. Und was denn da? Olli hat gesagt, ich kann hier bleiben. Was? Ja, wir zwei verstehen uns ganz gut. Und gestern Nacht ist es ein bisschen länger geworden und dann habe ich halt hier geschlafen. Ich glaub dir kein Wort. Olli würde dich niemals in diese Wohnung lassen. Ach, wenn du jetzt das zwischen uns beiden meinst, das hat Olli mir schon verziehen. Dir etwa noch nicht? Oh. Naja, ich muss dann jetzt auch los einkaufen. Ich soll Olli Joghurt mitbringen. Bis bald. Auf Königsbrunn ist bestimmt die Hölle los, oder? Helena hat mich gerade angerufen. Die Paparazzi springen sozusagen schon aus den Büschen. Ich fahr da am besten gleich mal raus. Glaubst du echt, der hat den Wald abgefackelt? Ludwig? Niemals. Da will ihm doch bestimmt irgendjemand was anhängen. Ich hoffe, den kaufen die sich noch. Hier, stimmt so. Danke. Grüß Helena von mir. Was soll das? Nimm sie bitte, okay? Wohnt Jessica jetzt bei euch? Kommst nur darauf? Sie ist mir gerade entgegengekommen aus deiner Wohnung. Und sie geht jetzt einkaufen. Du hast dir Joghurt gewünscht? Das sollte sie nicht. Ach so, aber die Einkaufsliste habt ihr schon zusammengeschrieben. Jessica hat letzte Nacht bei mir geschlafen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du lässt ausgerechnet Jessica bei uns schlafen? Weißt du es vergessen hast, du wohnst da nicht mehr. Ach, kaum bin ich raus, lässt du sie rein? Was willst du mir damit beweisen, ne? Wie weit willst du noch gehen, um mir eins reinzuwürgen? Reicht es dir nicht, dass ich mit meinen ganzen Sachen auf der Straße sitze? Dass ich im Gestüt auf der Couch pennen muss? Aber danke, ich habe jetzt deine Almosen. Es dreht sich hier nicht immer nur um dich, kapiert? Die Sache mit Jessica, die hatte andere Gründe. Okay, dann dreht es sich nicht um mich. Aber warum schläft jetzt ausgerechnet die Frau bei uns in der Wohnung, die uns auseinandergebracht hat, hä? Du hast uns auseinandergebracht, du. Es hat dich keiner zu dem Seitensprung gezwungen. Wie lange willst du mir das noch vorwerfen? Vielleicht bist du aufhörst, dich in mein Leben einzumischen. Vor nicht allzu langer Zeit, da war das noch unser Leben. Das ist länger her, als du denkst. Weißt du was? Vergiss es. Die ganzen Sachen hier, die kannst du behalten. Oh. Mit dir habe ich am wenigsten gerechnet. Wie hast du es überhaupt geschafft, dass sie dich hier reinlassen? Mir war noch jemand einen Gefallen schuldig. Hier. Damit du nicht vor Langeweile umkommst. Sehr aufmerksam. Hast du eigentlich schon einen Anwalt? Ich denke, dass Sebastian die Verteidigung übernehmen wird. Ludwig, wir wissen doch beide, dass die Firma in großen Schwierigkeiten steckt. Die Nachricht von deiner Verhaftung hat sich mit Sicherheit schon bis nach Japan zu Yakamoto rumgesprochen. Ja, das steht zu befürchten. Und wir wissen auch, dass die Firma niemals in der Lage sein wird, die Konventionalstrafe zu leisten. Ich meine, Sebastian strampelt sich ab, um Geld aufzutreiben, aber solange du im Gefängnis sitzt, gibt niemand der Firma Kredit. Wie sieht's denn mit der Landschaftsbank aus? Ich sage ja immer, in schweren Zeiten muss die Familie zusammenhalten. Was verlangst du? Tja, sagen wir mal, ein wenig mehr als eine nette Geste. Du weißt ja, wie hoch die Konventionalstrafe ist. Ich will 30% deiner Anteile. 30%? Damit wärst du größter Anteilseigner. Das sind doch nur Formalien.
Wir wissen doch beide, dass ohne diesen Kredit die Firma nicht mehr lange existiert. Kann es sein, dass du unsere Notsituation ausnutzen möchtest? Selbstverständlich. Du kennst mich, Ludwig. Ich wäre verrückt, wenn ich es nicht tun würde. Das stimmt. Aber ich lehne trotzdem ab. Dein letztes Wort? Schade. Ich hätte gehofft, die Firma wäre dir wichtiger als solche kleinlichen Machtspielchen. Tja, Ansgar, wieder mal geirrt. Wenn du dir es noch anders überlegst, du weißt ja, wo du mich erreichst. Hallo, Olli. Und, wie war dein Tag? Du bist ja immer noch hier. Warst du shoppen? Du, ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Tada! Du hast gekocht? Ja. Also fast. Ich habe eine Pizza bestellt. Und warum? Also ich habe mir gedacht, dass ich würde wirklich sehr gern hier einziehen und vielleicht kann ich dich ja noch umstimmen. Das Einzige, was ich will, ist, dass du endlich gehst. Na, können wir nicht noch zusammen Nein. essen? Okay. Du, ich habe übrigens immer noch totale Kopfschmerzen. Hier. Jetzt verschwinde. Na gut. Olli, ich verstehe ja, dass du sauer auf mich bist. Das mit Christian ist... wirst du mir wahrscheinlich nie verzeihen. Weißt du was? In der Pension ist ein Zimmer frei. Welche Pension? Wir mieten ein paar Zimmer im ersten Stock. Da ist gerade eins frei geworden. Wenn du willst, kannst du das haben. Ja, gern. Aber glaubst du nicht, es gibt Stress mit Christian, wenn ich in der Nähe bin? Lass das mal meine Sorge sein. Sie haben 5 Minuten. Warst du bei Ludwig? Ja. Und, wie geht's ihm? Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen, aber ich kenne ihn ja. Er macht sich große Sorgen. Dieser Benzinkanister, diese Spuren an den Stiefeln, das spricht ja alles gegen ihn. Ach, die Polizei wird schon herausfinden, dass er den Brand nicht gelegt hat. Ich glaube, er macht sich mehr Sorgen um die Familie als um sich selbst. Hagen, schön, dass ich dich erreiche. Vater, kann ich was für dich tun? Gibt's was Neues? Angeblich ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen, aber eigentlich... Ist man sicher, den richtigen gefunden zu haben. Ja, so sieht's wohl aus. Hat Sebastian einen neuen Geldgeber gefunden? Nein, die Banken trauen uns nicht. Und Yakamoto besteht darauf, dass die Konventionalstrafe sofort gezahlt wird. Ja, das war zu erwarten. Aber mach dir keine Sorgen um uns. Sebastian findet schon eine Lösung. Wichtig ist jetzt nur, dass du wieder rauskommst. Ja, ich muss jetzt aufhören. Grüß alle von mir. Und vielen Dank. Pass auf dich auf. Das muss ja auch schwierig für Ludwig sein. Er weiß ja gar nicht mehr, wem er in der Familie vertrauen kann. Ja, Vertrauen, das kann man aufbauen. Er war da nicht besonders diplomatisch. Er will eben immer der Kapitän auf der Brücke sein. Er will mit dem Schiff untergehen. Und ich werde an seiner Seite sein. Neues Spielzeug? Unser bekannter Yakamoto hat mein Interesse für japanische Kultur geweckt. Tatsächlich? Dieses Schwert hier zum Beispiel, ein Original aus dem 18. Jahrhundert. Großartig, nicht? Wolltest du deshalb mit mir sprechen? Um mir dein Schwert zu zeigen? Weißt du, es hat dem berühmten Samurai Yukiko Shibata gehört. Der hat seine Armeen durch viele erfolgreiche Schlachten geführt. Dann jedoch beging er einen Fehler und brachte Schande über die Familie. Da gab's nur eins. Seppuku. Harakiri. Er hat sich den Bauch aufgeschlitzt und
Sein eigener Sohn hat ihm den Kopf abgeschlagen. Alles mit diesem Schwert hier. Möchtest du mal? Was soll ich damit? Ja, vielleicht möchte sich ja dein Vater ein Beispiel an Yukiko Shibata nehmen. Er soll sich den Bauch aufschlitzen? Weißt du, so weit würde ich gar nicht gehen, aber könnte etwas anderes tun. Er könnte als Chef von Lanshan Enterprises abtreten. Ich habe ihm heute ein Angebot gemacht. Wenn er mit 30% der Firmenanteile überschreibt, übernehme ich die Strafzahlung und rette die Firma. Das hast du von Anfang an geplant, oder? Du warst es. Kein Regen. Sehr gut. Leichter Wind aus Südost. Ja, dann bin ich beruhigt. Man verkühlt sich ja so leicht um diese Jahreszeit, nicht wahr? Ja. Wir sprechen uns weiter, wenn du Beweise gegen mich hast. Dachte ich's mir doch. Tja, weißt du, dein Vater hat das Angebot abgelehnt. Also musst du ihn überzeugen. Du willst, dass ich dir helfe, damit dein Plan funktioniert und meinem Vater in den Rücken falle? Warum sollte ich das tun? Weil die Familie sonst alles verliert, wofür sie seit Generationen gekämpft hat. Die Firma, Königsbrunn, einfach alles. Dein Vater ist bereit, das alles zu opfern. Bist du's auch? Du brennst den Wald ab? Bringst uns alle in Gefahr? Auch Königsbrunn, sorgst dafür, dass mein Vater im Gefängnis landet und willst jetzt, dass ich ihn verrate? Verrate deinen Vater und rette das Erbe der Familie. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Der das Schwert beherrscht, muss es nicht benutzen, denn er wird seine Ziele durch das Wort erreichen. Und sein Triumph wird vollkommen sein. To your heart.